Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einem Tomorrowland-Set. Tomorrowland 2025 und ich habe mir gleich natürlich als erste richtige, vollkommen oder ja, richtige Set-Reaction natürlich mein Lieblings-DJ rausgesucht und zwar Hardwell. Mainstage Closing Set. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt hat. Ihr wisst ja, EDM-technisch war ich ja eigentlich immer so 'n bisschen da. Natürlich jetzt, ne, zur Zeit, man merkt's, mehr auf Hardstyle, mehr Festival-Shit, habe ich mies Bock drauf. Geil jetzt wieder zu sehen oder immer noch zu sehen, dass Hardwell immer noch dabei ist. Bin gespannt, wie sich das alles so entwickelt hat bei ihm, was er für Songs spielt, wie das ganze Set sein wird. Ja, wir gehen einfach mal rein. Let's go. Also, man muss wirklich sagen, ne, fängt schon gut an, aber krass, was die da auch immer noch für 'ne Lichtershow bieten können, nach dem, was passiert ist. Oh, Junge, alleine seine Stimme zu hören, ne? Mein Goat. Take me somewhere further than the sun. Force my emotions. Purify. Dissolve my fears and open up my eyes. Free from my conscience. War crazy, wie also, ne, da muss man ja wirklich sagen, dafür ist die Stage ja wirklich sehr geil, ne? Die Mainstage. Äh, das oder dieser Ersatz, sage ich mal, dass du halt extrem nah am DJ bist, aber auch für die DJs ist, glaube ich, auch mal wieder was mega Geiles, dass du extrem nah bist. Klar, es gibt ja manchmal diese Bühnen, wo du halt raus oder wo die rausgehen können und so näher sind. Aber dass sie wirklich an ihr DJ-Pult, Mixpult, wie auch immer, stehen können und die Leute gefühlt die anfassen können. Geil. My sanctuary. I can scream my lungs out. Keep me here in your heart. Tomorrow, are you ready to do this? Let's go! Let's go! 1, 2, 3, Puh. Sacred one. Take me somewhere further than the sun. Boah, das ist wirklich schon 'n geiler Einstieg, muss ich ehrlich sagen, ne? Alleine die Lichtershow macht extrem Spaß anzusehen. Natürlich, es ist jetzt nicht zu also, es ist schon verdammt gut, ne, aber es ist auch nicht so dieses krass Extreme, was man natürlich mit der vorherigen, Mainstage bekommen hätte. Aber also, der Anfang, mega. Dieser Song, geiler Songauswahl. Dadurch, dass du diesen wunderschönen Gesang hast. Es ist so dieses für mich grade auch wieder so als oder Wiedereinsteiger, sage ich mal, im Tomorrowland in der Tomorrowland-Musik, EDM-Richtung, sage ich mal so, äh,
krass zu sehen, dass er so 'n Song spielt. Zeigt aber auch, dass der Mann schon Jahre dabei ist, ne? That's right, Tomorrowland. If you Boah, guys wie are ready to schön. party, everybody, Tomorrowland, make some noise! Bro, das sieht halt mega geil aus, ne? Diese Cube-Ansicht, dass du links und rechts, also dass du auch hier außen noch so was sehen kannst oder dass da irgendwas projiziert wird, ist mega geil. Aber auch wie das aufgeteilt ist, ne? Hier Hardwell, du hast in den Seiten so Hardwell, in der Mitte natürlich eben am Mischpult, aber auch dieses wunderschöne, was sind das? Irgendwie so Schneefall, sage ich mal, mäßig oder Sterne, keine Ahnung. Geil. Das meine ich. Geil. Wow. Tomorrowland, everybody, raise your hands, come on! Okay. Mm. Ich finde, also das muss ich ehrlich sagen, das holt mich wohl ab, ne? Dieses von Blau auf einmal in dieses Rote übergehen, aber auch so, dass dass das so Wellen schlägt mäßig hinten. Geil. Tomorrowland, the moment is here! Are you guys fucking ready to jump? Muss halt ehrlich sagen, das ist aber für mich auch so dieses EDM-DJ-Ding, ne? Dass die halt viel reden, dass die viel anfeuern. Daran merkt man da auch, dass Hardware ja schon lange dabei ist. Lange schon einer der Besten ist. Für mich natürlich der Beste. Oder der Geilste zum Ansehen, whatsoever. Weil der einfach so diese Power mitbringt, ne? Die ganze Zeit ist er so am Reden, er hat diese Stimme dafür, die so. Du hörst sie und denkst dir schon, okay, ich hab Bock jetzt gleich rumzujumpen. Aber auch, wie er sich freut, da zu sein, das ist immer geil. You ready? One, two, three, jump! Mm. Can I get a hey? Alter. Ist aber auch crazy, wie fucking voll das da einfach ist, ne? Krass, wie sich das alles entwickelt hat, ey. Das meine ich, guck dir das mal an, ey.
Eigentlich siehst du da sonst immer so ein bisschen freie Stellen, ne? Das ist ja diese Wiese, die da drumherum ist. Es ist so fucking voll. Aber klar, Closing Set, Hardware, Bro. Mach da jetzt nicht. Ich meine, ein bisschen was vorherzusehen, dass das im Hintergrund jetzt aufgebaut wird, aber Come on and show me what you got. You ready? One, two, three, jump! der macht aber also, der macht richtig gut Party, ne? Dass du da mitjumpen willst. Also, nach dem Set, dann müsstest du mich wahrscheinlich wegtragen, weil meine Beine im Arsch sind. Aber ich muss halt wirklich sagen, dass sein Hintergrund holt mich totalst ab, ne? So, weil ich sehe ja jetzt habe jetzt schon viele Sets gesehen und werde ja auch noch Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Sets sehen. Aber das holt mich halt wirklich ab durch dieses unterschiedliche Farben. Es ist nicht too much, es ist aber auch sehr, sehr geil anzusehen. Ob es jetzt die Kameraansicht ist, die natürlich mega geil ist, mit den beiden oder mit den 4 Hardways, die man sehen kann. Oder einfach nur diese Front Row Kamera. Bro. I should keep calling my phone, speaking sexually. Every time I'm out, I see stress on me. You call her Stephanie, I call her Effie. Oh nein. Good night. Bro, das ist nur projiziert? Ich dachte die ganze Zeit, das ist wirklich da. Das sieht von hier aus sieht das ja, okay, gut. Jetzt, wo man es weiß, natürlich nicht, aber vorhin dachte ich die ganze Zeit, das sind wirklich diese Flammenspucker. Brush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling it, feeling right. 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and now, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my road, I'm shooting out, fuck that, I'm shooting out, fuck that, I'm shooting out, fuck that, fuck that. Wie geil muss das eigentlich sein?
Wie geil muss das eigentlich sein? Du kannst einfach tausende Menschen vor dir einfach den Mittelfinger zeigen und keiner regt sich deswegen auf, sondern du kriegst einfach nur Tausende zurück. Geil. Ja, war schon ganz gut. Boah. Da schießt mir direkt die Gänsehaut hoch, ne? Ich habe früher den Track so oft gehört und jetzt wieder so nach langer Zeit den zu hören, boah. Mm. Wow, wunderschön, ey, wunderschön. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich wollte es gerade sagen. Ich sag's ja. Gänsehaut pur, ey. Ach Mann, da muss ich aber auch immer wieder sagen, ne, das wäre so wunderschön, noch heutzutage in Avicii auftreten zu sehen. Der Mann, der war einfach auch der war ein ganz anderes Level. Seine Sounds waren so wunderschön. Und dass sie heute immer noch gespielt werden, freut mich immer mehr, ne? Immer wieder. Es gibt immer wieder diese ganzen DJs, die natürlich seine ganzen Kollegen, aber auch die neueren, ne? Die holen diese alten Songs raus, weil die einfach so fucking gut waren und dir so ein geiles Gefühl geben konnten. Geil, die Crowd zu hören. Tomorrowland, let me hear you sing along for Avicii. Das crazy, ey. Lecker. Es ist, ich muss ehrlich sagen, ne, ich merke immer mehr, dass ich entweder zu lange raus bin oder dass dieses Game schon zu lange, also was heißt zu lange, ne, schon sehr lange geht, sagen wir es so. Weil, Bro, diese ganzen alten Songs zu hören, ne, und es sind ja bis jetzt nur 3 oder 4, die ich auch kenne, schießt mich direkt zurück. Aber dann diese Mixes, die Hardware daraus macht, Hammer. Aber auch generell, so wie sich das alles entwickelt hat. Oh. Also die Musikrichtung, ne?
Mm. Mm. Die Übergänge machen so Spaß, ne? Hilfe. Ich sag ja, ne, ich liebe einfach Hardwell dafür, was er für 'n Vibe kreieren kann mit seinen Sets, ne? So, du hast ganze Zeit dieses: „Oh geil", du willst die ganze Zeit so bewegen, du willst die ganze Zeit springen, aber du kannst auch nicht aufhören zu lächeln gefühlt, genauso wie er selbst. Das ist so geil. Wilde Drums, ey. All the shadows that I follow in the night. Ey, man muss wirklich sagen, ne, was die aus diesem fucking Gerippe da gemacht haben, ne? Wow. Es ist so fucking schlau, dass sie die Lichter auch so nach hinten projizieren. Dieses Rot oder Blau oder whatsoever. Irgendwie, das hat irgendwie was. Das hat irgendwie was. Like a willow running wild in my mind. Aber geile Shorts, ey. Alleine hier, ne, die große Bühne hier hinten, hier die. Das finde ich halt. Ich finde, das ist, glaube ich, auch so für dieses Jahr auch auch irgendwo gut gewesen, sag ich mal. Natürlich, eigentlich gibt's da nichts dran Gutes, aber man muss ja irgendwo das Gute daran sehen, dass so eine Scheiße passiert ist, dass die Stage abbrennt. Aber ne, so, dass du auf einmal mehr siehst, gefühlt. So sonst, ne, hast du ja ganze Zeit dieses Augenmerk auf die Mainstage. Ja, okay, das muss gezeigt werden, dies muss gezeigt werden. Und du hast ja auch viel zu sehen, was natürlich auch geil ist. Aber so, finde ich, könntest du fast denken, ey, du bist gar nicht auf der Mainstage, sondern das hier hinten ist die Mainstage oder whatsoever. Und dieses, du siehst halt mal mehr, sag ich mal. Nicht so nur im Aftermovie, sondern durch diese ganzen Drohnenshots und alles, siehst du so fucking viel auf einmal und siehst, wie wunderschön dieses Tomorrowland auch von oben oder ja, von oben auch ist. Aber. Mm. Tomorrowland, no matter where you are, I want to see all those hands up in the air.
W. Let's go! Let's go! Zieht mich dieser Song 10 Jahre jetzt gerade zurück, ne? Boah, ist das geil. Let's go! Come on, and if you're ready to party, let me see you raise your hands. Come on! Don't stop the madness! Mm. Geil, wie der aus diesem wunderschönen Song, ne? Und dass er auch einer der krassesten Banger aller Zeiten sein wird. Oder ist. So. Dass er da mit paar Beat-Anpassungen nochmal mehr rausholt, ne? Das ist so geil. Wie gesagt, es ist Hammer zu sehen, diesen Unterschied. So, das letzte Mal, dass ich Hardware geguckt habe, war, was war das, 2015, 16 irgendwie da so. Mir ein ganzes Set reingezogen habe. Von ihm. Und das war ja schon mega geil. Und jetzt so diesen ganzen Change zu sehen, wie sich EDM entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, wie er sein Set aufbaut auf einmal. Hilfe. Und dass er einfach seine eigenen Songs dann halt, oder ja, eigenen Songs dann nochmal neu mixt. Hilfe, ey. Boah, geil. Das meine ich, guckt euch mal an, wie wunderschön das aussieht von oben. Boah. Hilfe. Hammer. Hammer. Mm. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep, dreamed of paradise, Boah. Alter. Ey, ich hatte noch nie bei einem Hardware-Set, dass ich so oft in kürzester Zeit, ey, nach 20 Minuten, ich hab so oft Gänsehaut, ne? Boah. Er macht's mir halt wieder schmackhaft, ne? Das ist halt wirklich die Sache. Er macht mir diese EDM wieder geschmackhaft, ja wirklich schmackhaft, einfach dadurch, dass er diese alten Tracks bringt. Diese Tracks, die damals so dieses goldene EDM-Zeitalter genannt wird. So, ich denke, jeder weiß, welche Zeit ich da anspreche. Ey, diese Musik ist so unfassbar schön, ne? Holy shit, ey.
Geil. Wie die Strahler dazu auch so sich bewegen. Geil. So diesen für mich einfach Hardware-Beat. Geil. Junge, das macht so Spaß, dem Mann dabei zuzustehen und sehen, ne? Ey, ich könnte auch einfach nur 'ne Kamera haben, die irgendwo hier steht, dass ich die ganze Zeit Hardware sehe und 'n bisschen von der Bühne hinten. Ey, das würde mir schon ausreichen. Alles, was hier mehr gezeigt wird, ist einfach wirklich sind Kirschen auf der Torte, sage ich so, wie's ist. Yo, give me something to dance to. Bro, what? Das ist so viel Rauch? Okay. Das sieht immer um Weiten weniger aus. Oh, diese Bässe, ne? Yo, give me something to dance to. Es ist krass, wie viele von diesen Beats da im Hintergrund, von diesen Bässen im Hintergrund benutzt, ne? Das ist mir früher entweder gar nicht so viel aufgefallen oder das ist neu dazugekommen. Holy shit, ey. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, ne? Ich sage ja öfter so, okay, wenn du mal so dich ausruhst und whatsoever, okay. Aber wenn du hier vorne irgendwo stehst und dich nicht bewegst oder die ganze Zeit da am Rumspringen bist, klar, ne, ein paar Pausen so, ne, eben was trinken, whatsoever, gar keine Frage, ne, stay hydrated und. Aber wenn du da stehst und einfach nur irgendwas aufnimmst oder so
Also wenn du aufnimmst, ist sowieso quatschig, wenn du wirklich dich da nur hinstellst, Handy hochhältst und mehr nicht. Aber dann hast du da wirklich nichts zu suchen, ne? Dann hast du dein Geld halt wirklich zum Fenster rausgeschmissen. Ey, weil dann kannst du dich besser auf der Wiese da hinten irgendwo hinstellen, wo glaube ich aber auch genug Party ist. Weil bei dem Set hier vorne zu stehen, in diesen, ne, eingekesselten, sag ich mal, da kannst du ja nur durchdrehen. Kill the demons of my mind ever since you came around. We are river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past time. Numb out to escape my fears. Friendships are Ey, kann man eigentlich irgendwie an zu viel Gänsehaut vielleicht sterben? Weil dann wird es nämlich ein ganz bitteres Ende hier bei meiner Reaction. Halleluja, ey. passed by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see you smile till the day I die. Wow, was ist das? Sind das Luftballons? Hä, wie cool. Sind das Mini-Luftballons oder? Ne, die sind vernünftig groß, ne? Hä, wie cool. Der Mann ist ein Gott, ey. Was macht der aus diesen Songs? Drop, make the ground shake. Come on, I wanna see everybody jump. Like an earthquake. Was spielt der hier für Tracks? Was macht der? Was passiert hier? Lol, wow. Hä? Wo kommen die denn her? Hätten sie auch mal früher sein können. Das sieht auch hammer aus. Ist sowieso, natürlich generell, ne? Tomorrowland, was die da aufziehen, sowieso crazy, aber es ist einfach immer alles so hammer. Sieht so wunderschön immer aus. All the crazy people in the place. Wow. Let's try Tomorrowland. If you guys enjoy yourself, let me hear you make some fucking noise.
ein wildes Ding, ey. All the crazy people in the house, scream! Holy shit. Crazy people, crazy people, crazy people, crazy people. Let me see you crazy. Aber man muss halt wirklich sagen, es ist crazy, was die weißen Strahler nochmal für eine Power aus diesem ganzen Set ziehen, finde ich. Hardwell zieht hammerhart durch, gar keine Frage. Seine Songs sind crazy geil, dass du dich bewegen willst. Aber durch diese Lichter, durch diese Strahler sieht das unfassbar geil nochmal aus. Und irgendwie, weiß ich nicht, sieht das noch mehr, dass du dich bewegen willst. All the crazy people in the place. Crazy, crazy, crazy people. I still hear your voice when you sleep next to me. Boah, jedes Mal, wenn ich den Song höre, muss ich immer an früher denken, wo ich den erste Mal gehört habe, wo ich Kaskade das erste Mal gesehen habe. Einen kleinen Crush gehabt. I still Gehabt. feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know how. Without you, it's hard. Come on, everybody, what we sing! 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat? Ey, das ist wunderschön mit den Ballons. Das ist wunderschön. I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heartbeat? So I can't let you go. Want you in my life. Bro, diese Visuals da im Hintergrund, ne? Die geben so einen coolen Vibe ab, hä? Auch hier. So, die verändern sich ja, ne? Wenn man das jetzt hier sieht, ne? Dieser wunderschöne Gesang, da hast du noch dieses. Das hier? Das sieht so passend irgendwie dazu aus. Und dann hast du später, wo es richtig abgeht, dieses Explodierende, was richtig geil zum Beat kommt. Voll geil. Voll geil. Come on, Tomorrowland, let me hear you make some noise for yourself! Da muss man ehrlich sagen, dicke Shoutout auch an die das, ne, die das entworfen haben. Diese Show dahinter. Weil da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auf der Mainstage auch zu sehen wäre. Wäre natürlich auch cool, wahrscheinlich, mit dem geilen Aussehen der Mainstage. Oder ob sich das einfach irgendwie aus einem anderen Set rübergezogen wurde oder einfach auf die Schnelle neu gemacht wurde, was noch verrückter wäre. Es ist so geil. Here I come, with heels unwind.
Ich sag doch, guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Hilfe. Falling slowly to meet no end. Into the unknown. We're planted to go. Planted to fall. You're not alone. Into the unknown. We're planted to go. Du bist verrückt, Junge, du bist verrückt, Junge. One, two, three, go! Take my hand. As shadows fade. Boah. Bridges burning will light the way. The echoes go through silent lands. Lift us high, we'll rise again into the unknown. We're planted to go, legends unfold. You're not Junge, jedes Mal wieder denke ich mir so, ja, okay, geil, geil, geil. Aber jedes Mal kommt wieder irgend so ein Punkt oder irgendwie so ein Extra, wo ich mir denke, wow, wow. Er übertrifft, also jedes Mal ist es wieder sowas Neues, Geiles. Hammer. We're gonna turn the fucking beat, you ready? Motherfucking beat, trust! Das ist doch nicht mehr normal. Der Mann kann auch machen, was er will, gefühlt, ne? Der mixt da so geile Sachen zusammen. Aus so unterschiedlichen EDM. Geil. I fill you up with bones that can never break. Take you to a dark shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, oh, oh. This is power. This is power. This is power. This is power. Was ist das? Geil, ey.
Bro, du willst mir ja jetzt nicht erzählen, dass er jetzt wirklich nochmal anfängt, die ganzen älteren Sachen rauszuholen, weil jetzt so langsam wird es ein bisschen viel mit den alten Sachen. Also im positiven Sinne gemeint. Mein Herz geht nämlich gerade richtig auf. Wunderschöne Bilder zu den Songs, ey. Tomorrowland, show me your power. Boah. Geil, wie diese Show auch immer mehr am Fahrt aufnimmt, ne? Alles wird immer mehr, die ganzen Strahler, was hier im Hintergrund passiert, die Feuerspucker. Boah, das ist so geil. Oh no. Man weiß einfach, sobald du Lil Jon hörst, scheiße, das kann jetzt nur noch durchdrehen. Boah, guckt euch an, wie schön das aussieht, ne? Dieses Geflacker auch, aber wow. Wow. Geile Crowd aber auch, ne? Aber können wir mal darüber reden, dass der ein fucking Headset trägt? Das habe ich mich gerade schon ganz gefragt. Das ist doch ein Headset, oder nicht? Weil eigentlich, wenn du das Ding hast, müsste das ja hier runtergehen, wenn es hier zu diesem Bügel gehört. Und ich meine, dass er es nur auf der rechten Seite hat. Der Mann verkauft einfach nebenbei noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas von seiner Marke oder so. Das ist doch nicht mehr normal. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, jetzt mal ehrlich, ne? Und das ist auch wieder heulen auf hohem Niveau, aber dafür stehe ich ja. Ey, du hast da tausende Menschen,
Und irgendwie siehst du aber nur gefühlt immer die gleichen. Klar sind das schöne Menschen, gar keine Frage. Natürlich auch sehr viele schöne Frauen. Oder fast nur schöne Frauen. Darüber müssen wir ja nicht reden. Aber da sind auch so viele tausend andere Menschen, die auch gut aussehen oder irgendwas Geiles sich überlegt haben oder whatsoever. Ob es jetzt irgendwie schön geschminkt ist, ob es naturelle Schönheit ist, ob es wie heißen die, mit diesen Steinchen irgendwas Geiles, was sie ja jetzt gerade hatte. Oder irgendwie ein geiles Cosplay oder whatsoever. Das ist ja so Hammer, wie sich die Leute da rausputzen, ob es jetzt im schönen Sinne oder vielleicht auch im crazy und lustigen Sinne. Finde ich halt so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergeht. Und gerade bei diesen ganzen Riesenfestivals. So, wenn ihr schon die ganze Crowd, oder ne, wenn ihr Crowd zeigt, dann zeigt doch viel mehr. Es sind doch so viele coole Menschen da. Und auch wenn es nur dieses Durchdrehen ist. Das finde ich halt so ein bisschen schade ab und zu. Wenn du da 10-mal, wenn du das ganze Set 10-mal oder 20-mal die gleiche Person siehst. Einfach Abo abgeschlossen. Who, me? Yeah, play that acid track. I mean, they're all acid. Which one? You know the one that goes na 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 na. Oh, yeah, you mean this one? Geil. Ich muss ehrlich sagen, ne? Eigentlich habe ich das sonst immer bei diesen ganzen EDM Reactions, dass irgendwo so eine Flaute für mich ist, wo einfach diese Musik mich nicht catcht oder so, ne? Wo einfach ja nicht meinen Geschmack trifft oder einfach so dieses gute Sattgefühl kommt. Checkt ihr, was ich meine? Ich denke, ihr versteht, was ich meine, wenn ihr mehrere Sets schon gesehen habt. Und dann irgendwie so, dann, ne, so dieses kurze, okay, man hört es, man hat da auch Spaß dran, so das zu sehen. Und man guckt auch weiter. Aber es ist gerade so dieses, ja, dieses sättige, dieses satte gefühlt. Aber nur kurz. Und das vielleicht ein bisschen öfter im Set, hängt halt dran. Aber hier gar nicht. Vielleicht dadurch, dass diese ganzen Songs für mich, ne, diese alten Songs, die ganze Zeit diese geile alte Zeit so ein bisschen zurückholen, dieses geile Gefühl pumpen und diese Mixes daraus und gerade auch diese Drums, die er verwendet, diese Beats, einfach so geil sind, dass sie mich catchen. Also für mich bis jetzt war nicht einmal, dass ich dieses Sättigungsgefühl hatte und war so, ja gut. Vielleicht hat es mein Gesicht so gesagt, aber innen drin war so diese ganze Zeit, ich habe eigentlich so die ganze Zeit dieses Lächeln im Gesicht. So, wahrscheinlich macht mein Körper das von alleine, dass das aufhört. Einfach, damit ich keinen Muskelkater kriege. Aber, ey, das Set holt mich total ab, ne?
wait. Was baut er sich gerade auf, wenn ich diesen einen Sound gerade gehört habe? Nein. Du fängst ja jetzt hier nicht an durchzudrehen, oder? Ich meine, klar, Hardwell, dass da auch Hardstyle sein wird, okay. Aber irgendwie habe ich damit zum Ende mehr gerechnet. I will wave to my grave. Let's go! Eigentlich ist das so bodenlos, ne? So, du hast ganze Zeit dieses Party-Ding und dann kommt immer dieser kurze Stopp. Mich persönlich würde es wahrscheinlich abfacken, aber geil, dass die Leute das, ne, dann da mal rumschreien und mal eben ein bisschen Feedback geben. I can still remember my first time like it was yesterday. That pulsing sensation of bass entering my body, taking over my DNA. I no longer had control. I could feel it in my core, this constant desire. Yes, I want more. And all around me there are people just like me, dancing in a state of ecstasy. No, there is no pain here, only unity. And if only the world could see like we see and feel like we feel, wouldn't that be so surreal? This perfect place, I will rave till my grave. Holy shit. I will rave till my grave. Come on, let's go! Was man aber auch sagen muss, ne, bei Hardwell hat man ja wirklich dieses Gefühl, er spielt das, worauf er Bock hat, ne? Wenn ich mal zurück überlege, wo er, ich glaube, das war auch bei Tomorrowland, wo er da so ein bisschen mehr Hardstyle-lastig gespielt hat. Und jetzt wieder so und dann, ne, es gibt ja immer so diese unterschiedlichen Sets so bei Hardwell. Du hast nicht dieses, okay, meine ganzen großen Tracks, die müssen gespielt werden. Also doch schon irgendwo. Aber die werden ja irgendwie immer so gemixt, dass es halt zu diesem Stil, den Hardwell in diesem Jahr gerade gefühlt, dass das einfach so widerspiegelt. Und das ist halt mega geil. Das macht ihn so sympathisch oder authentisch. Junge, jeder Übergang ist immer wieder dieses Wow, wow, wow. Mhm. Tomorrow, how are you guys feeling? Somebody up for some old school? Every time.
Aber hört euch das mal an. Das ist, ich finde immer noch, du kannst diese ganzen New School nicht mit Oldschool vergleichen. Das ist unfassbar. Diese Sounds, die sie damals gebaut haben. So, heute ist so oft dieses, okay, alte Sachen werden krass, werden einfach wiederverwendet und einfach ein bisschen umgeändert. Oder alles muss nach irgendwie ein Schema laufen, nach irgendeinem System so mäßig. Alleine dieser Track ist so dieses völlig scheißegal. Ich mach das, worauf ich Bock hab. Somebody up for some old school. Und pack so geile Sachen zusammen. Here we go. Geile Brille. Das vermisse ich so ein bisschen, ne? Kann aber auch sein, weil ich halt zu sehr aus diesem Game raus bin und dass diese neuen Sachen halt nicht ganz meinen Geschmack halt treffen, was dieses Aufblühen in einem schreibt, sage ich jetzt mal, ne? Nämlich früher waren ja diese EDM-Tracks für mich immer, du hast die gehört und es war scheißegal, wie es dir ging, du hast direkt ein Lächeln im Gesicht gehabt. Es hat dich so von innen, du hattest immer dieses wunderschöne Gefühl, dass alles aufblüht. So, und mit den neuen EDM, sage ich jetzt mal, ist es so ein bisschen so dieses, weiß ich nicht. Es gibt so viele Tracks, die ich höre, die neuer sind, wo ich mir denke, hört sich wohl cool an, aber es fehlt dieses gewisse Extra. So wie bei dem Track zum Beispiel. Everybody fucking jump. Oh. Okay. Das hätte jetzt auch in eine ganz andere Richtung gehen können, ne? Nach dem, was wir gehört haben. Tomorrow I wanna feel the unity. I wanna feel the energy. Are you ready? I said tomorrow, are you ready? Give me all you got tomorrow. In one, in two. 1, 2, 3, go. Ja, das ist doch nicht. Das ist nicht der Song, den ich jetzt gerade im Kopf habe, oder? Nee, stimmt. Von Ghost Stories, der hat ein bisschen anderen Vibe. Ready or not, here I come. You can't hide. I'm gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. I'm gonna find you and make you want me.
Holy shit, ey. Ich sag ja, ne, diesen ganzen Mixmasch, den er da reinbaut, aber auch trotzdem hast du so eine geile Struktur durch dieses ganze Set, dass du die ganze Zeit voll abgeben sein kannst, voll dabei sein kannst. Das ist mega. Boah. Ich muss ehrlich sagen, ne, dieser Song mit diesen clean Bildern und mit diesen weißen Strahlern, Hilfe. Alleine wie es schon anfängt, guckt euch das mal an. Auch, man muss ehrlich sagen, dass dieser Strahler dich kurz blendet, ist perfekt. Es ist perfekt. Natürlich wäre es geiler gewesen, wenn es, ne, zu diesem Übergang ist, wo er anfängt zu singen. Aber trotzdem. Ja, so in etwa. Rollercoasters, they go up and down. It's just a ride. If you need a hideaway, come hideaway with us. Oh, ich liebe die beiden, ey. When times are getting rough, no matter what they say, you can come my way. I know just where to go. If you need a hideaway, come hide away with us. Come hide away with us. To move that front to the back, raise your hands. Boah. Ich muss ehrlich sagen, ne, der Song, der ist ja neu, aber der hat für mich schon so viel, der gibt mir so ein geiles Feeling, ne? Daran sieht man einfach Hardwell, Atmospheres. Diese Combo, puh. Boah, geil. Und das meint ihr nämlich vorhin, ne? Dieses aufblühende Gefühl. Das, was Hardwell da hat, was er hier macht, ne? Dass du gefühlt fliegst durch diesen Song. Das fehlt mir so ein bisschen heutzutage. In vielen Songs. Früher war es so gefühlt, jede Woche kam ein neuer Song, der dieses Feeling, oder 10 neue Songs, die diese Feelings hatten, ne? Die sowas in dir rausgerufen haben. Und heute nicht mehr so. Kann aber auch sein, dass es halt, bin ich auch ehrlich, ne, bei mir einfach dieses zu viel ist. So, ne, dass es halt normal geworden ist und man jetzt noch mehr braucht dafür, so dieses dopaminmäßige Shit, so wie es ja bei TikTok ist, wo du am Anfang scrollst und alles ist so cool und so und dann irgendwann scrollst du so lange, weil du halt nicht mehr aufhören kannst oder weil du immer mehr suchst. Das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem ist es geil. Hide away with us. Boah.
Sometimes we try to understand the things we're trying to hide. It's alright, it's alright. If you need a hideaway, come hide away with us. If you need a great escape when times are getting rough, no matter what they say, you can come my way. I know just where to go. If you need a hideaway, come Holy shit! Wait, was geht denn jetzt ab? Der Typ, der macht einfach, ne, was er will. Der macht, was er will und der kommt mit der Scheiße durch, weil es sich wirklich sogar gut anhört, ne? Oh shit, Tomorrowland, make some noise! This is not the end though. You guys ready for one more song or what? Tomorrowland, are you ready for one more song? Make some noise! Nein, das hat ja irgendwo zwei, oder nicht? Small shout out to everybody in the front out here. I haven't never seen you guys this close. I fucking love it. Geil. Tomorrowland, shout out to everybody out there. Oh shit, stimmt ja. Stimmt ja, dass er den Track, dass er den ja auch gespielt hat. Bro, er ballert am Ende seinen Set die 2 neuen Tracks raus. Hilfe. Ich freue mich schon, wenn der rauskommt, ne? Müsste jetzt auch bald sein. This is the time to let it all out. Tomorrowland. Here we go. Boah. This is it. What? Let's go. Are you ready? It's about to go down. Are you ready? It's about to go down. Are you ready? It's about to go down. Stop. Let's go. 1, 2, brace, flip, impact. Junge, ey. Das ist so ein crazy Track, bitte. Das ist so ein crazy Ding, ne? Should I do some Zero Project? Here we go. This is it. This is it. This is it. What? Let's go. Are you ready? It's about to go down. Tomorrowland, are you ready? It's about to go down. Are you ready? It's about to go down. Junge. Let's go. Tomorrowland, one last start. And 1 and 2, brace for impact.
One more time, Tomorrowland. Thank you guys so fucking much for tonight. Tomorrowland, I love you all. Thank you so much. When you come to Tomorrowland, the truth will be revealed. Brothers and sisters, people of tomorrow, make some noise for Hardwell. Hammer. Hammer. Muss ehrlich sagen, dieses Set hat mich so gecatcht wieder, ne? Das ist wieder. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Hardware ist. Ich weiß nicht, ob es diese Magie ist, die Tomorrowland einfach hat, ne? Oder die Ansicht hat. Diese Shots, die du einfach ganze Zeit bekommst, dass es das ist. Aber ich bin so wieder gecatcht von diesem Festival, ne? Das ist wahnsinnig. Jetzt macht mir echt so Bock, da sich das reinzuziehen. Doch es ist aber auch die Hardware-Magic, das muss ich auch dazu sagen, ne? Ich habe ja hin und wieder, gucke ich ja Tomorrowland, den Livestream. Finde ich ja sehr geil, dass sie den halt wenigstens wirklich jedes Jahr bringen. Und sich das nicht irgendwie ändert oder whatsoever. Und da ist es oft so gewesen, ja gut, ne, die geilen Bilder von Tomorrowland, müssen wir nicht drüber reden, es ist immer wieder geil zu sehen. Aber dieses Feeling, was DJs rausholen können, war irgendwie so ein bisschen, vielleicht habe ich auch die falschen geguckt oder vielleicht ist es auch wirklich dieses Sattgefühl gewesen. Aber Hardwell, was er mit diesem Set hier gemacht hat, Hilfe, ich habe da, ey, so Bock, gerade auch wie er es aufgebaut hat, ne? Du hast so eine geile Achterbahnfahrt, sag ich mal so, aber die ist nicht so extrem mit diesen krassen unterschiedlichen Musikrichtungen, sondern es passt alles zusammen. Er macht überall seinen Stempel einfach drauf. Mega geil. Und zum Ende hin das Ganze nochmal durchdrehen lassen, die ganze Power nochmal rausnehmen aus der Crowd mit den Hardside-Tracks, ist crazy. Natürlich bin ich aber auch so, ey, wenn du diese Hardside-Tracks am Ende hast, finde die haben so viel Power, dass du eigentlich danach noch weiter feiern willst. So, für meinen Geschmack oder in meinem Denken, sag ich mal, wäre es geil, wenn du diese Hardstyle-Dinger irgendwie, sagen wir jetzt mal hier, das ganze Ding ging jetzt fast 60 Minuten, so ab der 50. Minute spielst, nochmal richtig Party, nochmal richtig Gas gibst und zum Ende nochmal so einen schönen Aussprung mit wunderschönen Songs nochmal rausballerst. Aber gut. Nichtsdestotrotz muss ich ehrlich sagen, das Ding hat mich mies abgeholt. Hardwell einfach, ne? Hammer. Hammer Show, Hammer Bühnenperformance sowieso. Macht immer wieder Spaß zu sehen, wie Hardwell abgeht. Es ist so dieses, ja, ne, es gibt die DJs, die halt nur ein bisschen da rumdrehen und so tun, als wenn sie abgehen. Dann die Leute, die wirklich abgehen. Dann hast du ja diese Duos, ne, wo der eine da am Aufpushen ist und der andere ist da wirklich am Durchdrehen und am Tanzen und so. Alles geil, gar keine Frage. Aber bei Hardwell ist es immer dieses, du siehst die ganze Zeit sein Lächeln, du siehst die ganze Zeit diesen Spaß in seinem Gesicht, ne? Dieses Durchdrehen, die ganze Zeit die Arme hoch, dieses Springen. Gefühlt das ganze Set lang. Finde ich mega geil. Deswegen, also für mich mich ist er einfach der Goat und wird es auch für immer bleiben. Es macht so Spaß, seine Musik zu hören und auch wieder dieses Set zu sehen. Wow, unfassbar. Also mega geiles Set. Hammer, was sie auch rausgeholt haben. Tomorrowland an sich natürlich. Aus dieser Bühne, aus dieser Ersatzbühne, aus dem Feuerwerk, aus dieser Lichtershow. Crazy. Also, Real Talk, das ist mit das Beste, was du daraus so holen kannst, wenn nicht sogar mehr, als man erwartet hat. Also, was heißt, als man erwartet hat? Erwarten tust du gefühlt nicht viel und die übertreffen alles. Ding, mega geile Show, mega geiles Set einfach. Deswegen, hammermäßig. Und ja, vielen Dank, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Ist jetzt mal wieder ein bisschen was anderes neben meinen Hardstyle-Reactions. Kann sein, sofern YouTube nicht mir alles wegschneidet. Ich meine, ihr werdet es jetzt schon im Endprodukt sehen. Ich weiß es jetzt noch nicht, was weggeschnitten wird. Ja, ob es mehr solche EDM-Stages halt gibt, weil ich liebe halt EDM, sobald oder sofern die mich so catchen, wie jetzt dieses Set hier.
Dann kann auch sein, dass wir halt so ein bisschen mehr Variation reinbringen in diesen ganzen Kanal hier. Ich meine, dadurch, dass ich jeden Tag Video hochlade, habe ich natürlich auch ein gutes Pflaster gelegt, sage ich mal, dafür, dass ich, sage ich mal, ne, 3 Hardstyle-Reactions machen kann, dann 2 EDM und. Aber ich will halt auch nicht zu sehr übertreiben. Das merke ich nämlich oft, dass ich Projekte mache oder ne, auf Tracks reacte, auf Sets reacte und dadurch dann einfach 2 oder 3 Reactions an einen Tag hochladen muss, damit ich die vernünftig eingebaut habe oder loswerde, sage ich mal, im extremen Fall. Deswegen muss man da mal gucken. Aber ich glaube, es ist auch mal wieder sehr erfrischend halt für euch, ne, andere Sets zu sehen, andere Festivals zu sehen, genauso wie es für mich einfach ist. Ich liebe Hardstyle, ich liebe EDM, ich liebe einfach Musik. Ich denke, man merkt das hier immer mehr. Ja, da müssen wir einfach mal gucken, wie sich alles so entwickelt. Aber schreibt mir gerne drunter, ob es euch gefallen hat. Sehr, sehr gerne. Und lasst es mich mit einem Hashtag. Oh, ja, ein Hashtag Hardware einfach. Machen wir es einfach locker und flockig. Mit einem Hashtag Hardware. Einfach wissen, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, dann danke ich euch vielmals. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Mal gucken, was es sein wird. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.